Ach, das ist krass. Das ist irgendwie, fühlt es sich auf eine Art an, als wäre es gestern gewesen. Ne? Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ich denke, wow, 15 Jahre, das klingt so krass, das ist die Hälfte meines Lebens. Und auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch so an. Dann denke ich so, das ist eine Ewigkeit her. Ne? Also wir waren Kinder damals, das ne, war unser allererstes Album, unser allererstes Song. Aber auf der anderen Seite fühlt es sich auch so ein bisschen an wie ein anderes Leben. Ne? Also es ist natürlich auch Vergangenheit und manchmal, klar, man hat die Connection nicht mehr zu seinem 15-jährigen Selbst. Ne? Also ich gucke da heute auch drauf wie ein Fremder, so ein bisschen auf eine Art. Und ja, aber es ist auch immer wieder schön, auch mal zurückzugucken. Ich habe Nena entdeckt, als ich 6 Jahre alt war, auf einer Kassette von meiner Tante. Die hat damals so einen kleinen Kassettenrekorder gehabt bei sich und wir haben alle zusammen in der Wohnung gewohnt. Wir hatten keine Kohle, meine Eltern hatten sich getrennt, wir sind alle zusammen bei unseren Großeltern eingezogen, dann haben wir da gelebt zusammen und ich habe dann diese Kassette entdeckt und sie angemacht und bin dann in Love. Also ich war so, das war Instant Love mit Nena und dachte so, wow, was singt die Frau da und wie toll das ist. Und habe sie im Fernsehen gesehen bei Auftritten und Live-Konzerten und wollte ab dem Zeitpunkt auch genau das Gleiche machen. Und ja, ich habe dann angefangen, unser Stiefvater, der ist Musiker, der hat uns dann, also der neue Freund von meiner Mama damals, der hat dann uns eine Gitarre einfach gegeben. Also der hat selber auch eine Gitarre gespielt und also alle möglichen Instrumente und hat uns dann die Gitarre gegeben und Tom hat dann angefangen rumzuklimpern, er hat angefangen selber sich das beizubringen und er hat ihm auch ein paar Sachen beigebracht. Wir haben sofort einen Song geschrieben, wollten sofort auftreten und dachten, wir sind der coolste Scheiß. Und ja, so hat es angefangen und dann irgendwie war das unsere große Leidenschaft. Ich habe dann nie wieder aufgehört, ab dem Moment Songs zu schreiben und selber zu texten und habe ja auch relativ früh dann auch schon die ersten Songs von diesem ersten Album geschrieben. Ne? Also unser erstes Album, was dann kam, da waren auch viele Sachen noch aus der Zeit, wo wir echt 7, 8, 9, 10 Jahre alt waren. Und das war dann so eine Collection aus diesen ganzen Jahren. Ich habe irgendwie schon immer so ein rebellisches Herz gehabt. Ne? Also bei mir ist es so ein bisschen, immer wenn mir jemand sagt, du kannst das nicht oder du darfst das nicht, dann will ich das unbedingt. Ich wollte das unbedingt machen und habe mich da auch nicht beirren lassen. Also für mich war das das Einzige, was mich interessiert hat. Und ähm, ich habe das auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Ne? Also für mich war das so, ich habe mir nie gedacht, so, oh, bist du vielleicht gar nicht so gut wie die anderen oder so. Obwohl ich weiß, als ich dann zu dem Casting ging und die anderen habe singen hören, da war ich dann auch ein bisschen, dass ich dachte, wow, fuck, so gut bin ich dann doch nicht irgendwie. Ähm, aber ich habe mich da nicht von abbringen lassen. Ich dachte immer, wenn ich einmal die Chance habe, dann packe ich das irgendwie. Also ich hatte so ein, ja, komischerweise hatte ich so ein Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht so richtig woher. Ich glaube, das war aber auch eine Naivität. Ne? Es ist so, wenn man so jung ist, dann traut man sich Sachen auch ganz anders. Ne? Also ich gucke auch heute auf alte Auftritte und alte, ja, so Sachen, die man gemacht hat, als man 15 war und man hat einfach auch so eine Innocence, ne, so was Unbefangenes. Ne? Also wir waren noch in der Schule, wir hatten überhaupt nichts zu verlieren, für uns gab es nur geradeaus. Ne? Und ich glaube, wenn man älter wird, dann fängt man eher an, Sachen in Frage zu stellen und sich Sachen zu viel zu überlegen. Und eigentlich ist es ganz schön, wenn man sich das irgendwie schafft, sich das zu bewahren, diese Naivität vom Anfang. Ne? Aber das ist natürlich auch schwieriger, wenn das dann irgendwann dein Beruf wird, ne? Weil dann verändert sich natürlich damit auch ganz viel. Aber damals war das für mich einfach nur meine absolute Leidenschaft. Ja, ich wollte, also das hat sich auch so ein bisschen durch meine Kindheit schon gezogen. Ne? Also ich habe immer das gemocht, was die anderen Jungs nicht mochten. Ich habe immer Musik gehört, die nicht gar nicht so in meinem, also Nena hat keiner sonst gehört. Ne? Also das war überhaupt nicht so angesagt. Und irgendwie war ich schon immer der Außenseiter. Also wir beiden, Tom und ich. Und dann bis wir 6 Jahre alt waren ungefähr, hat uns unsere Mama auch komplett gleich angezogen und dann hatten wir irgendwann das Bedürfnis, auch nicht nur die Zwillinge zu sein. Wir waren dann schon so verschieden, aber auch in unseren Interessen und trotzdem aber so verbunden, aber beide auf ihr Extrem schon anders, dass wir uns dann auch so extrem anders angezogen haben und uns in so krass verschiedene Richtungen bewegt haben und auch musikalisch ja überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Ne? Also Tom hat Hip-Hop geliebt und ich habe so Deutschrock geliebt und
aber auch viel Popmusik gehört. Dann kam irgendwann Britney Spears dazu, dann war ich riesen Britney Spears-Fan. Und ich habe mir immer meine Inspiration von überall genommen. Ich war ein riesen David Bowie-Fan. Ich habe dann irgendwann das Labyrinth entdeckt, diesen Film. Und dann wollte ich die Haare so haben und dann wollte ich die Kostüme so haben. Und ich fand Vampire ganz toll, habe dann angefangen, mich zu schminken und so. Also ich habe mir das immer von überall so zusammengesucht und ich glaube, daraus wurde dann einfach so ein total weirder Look und ich war mir darüber gar nicht so bewusst. Die hatten so eine Freiheit. Ich glaube, für mich war das so, da wo ich herkam, gab es keine Künstler, es gab keine Musikszene und es gab keine Kultur auch. Ne? Ich war schon als kleiner Junge, dachte ich, das ist nicht, ich bin hier irgendwo falsch abgebogen. Ne? Also für mich war das so, ich gehöre hier eigentlich nicht her und ich wollte was anderes machen. Und das waren für mich so, das war die Freiheit. Ne? Die haben für mich Freiheit symbolisiert. Die haben Musik gemacht, die gute Laune gemacht haben. Die haben sich angezogen, wie sie wollten. Und Annie Lennox mit ihren blonden, kurzen Haaren. Und das war für mich irgendwie, war das so die freie, weite Welt. Ne? Und das fand ich so toll daran. Also ich glaube, das ja. Also wir haben natürlich dann so geträumt als Kinder auch, ne? Und dann haben wir gesagt, ey, wie cool wäre das, wenn uns mal jemand nach einem Autogramm fragt oder wie cool wäre das, wenn wir mal irgendwo in der Zeitung sind. Ich weiß noch, wir hatten dann die ersten Artikel, die hat man dann ausgeschnitten, das erste Mal nach Bravo, da hatten wir so ein kleines Fenster irgendwo und da war man dann wahnsinnig stolz. Und natürlich, als wir dann Produzenten hatten und einen Plattendeal bekommen haben, wir waren ja vorher noch woanders, den haben wir dann wieder verloren und das war für uns so, wow, okay, krass, machen wir das jetzt? Irgendwie passiert da jetzt was mit, aber gleichzeitig kann man sich das gar nicht vorstellen. Ne? Das sind so Kinderträumereien natürlich nur. Ich weiß noch, in den Sommerferien haben die Lehrer uns dann gefragt, alle, ja, und was macht ihr in den Sommerferien? Und wir meinten, ja, wir gehen ins Studio und nehmen eine Platte auf. Und die so, ja, genau, ist klar, ne? Da war ich 13. Und die so, ja, ihr nehmt eine Platte auf. Und ich so, ja, und wir drehen dann auch unser Musikvideo. Und dann meinten die, ja, und das läuft dann auch auf MTV und ich so, hoffentlich. Und die so, ja, ist klar, ne? Da haben natürlich alle sich drüber lustig gemacht. Und das war auch so das bei uns. Wir haben uns das erträumt und gewünscht, aber ich glaube, Erfolg und diesen Ausmaß, also Erfolg, glaube ich, kann man sowieso nicht planen. Ich glaube, das ist was passiert und dieses Ausmaß und was das dann auch wirklich bedeutet, das haben wir uns natürlich auch überhaupt nicht vorstellen können. Ne? Also das hat uns dann alle ja überrollt. Ich weiß noch, es kamen dann die Charts und das wurde ausgedruckt. Das gab es damals noch in so großen Postern. Ne? Das war zum Aufhalten und dann hatten wir geguckt und sind dann hoch und es waren vorher schon die Trendcharts immer gekommen und dann, aber ich wusste auch gar nicht, was das alles heißt und was das bedeutet. Ne? Und alle meinten schon, wow, das sieht aber sehr gut aus und so, aber keiner hat uns so richtig Infos gegeben und dann kamen die Charts raus und wir waren ganz aufgeregt und sind dann so hoch und haben geguckt und geguckt und wir waren nirgendwo und auf eins wollte ich gar nicht gucken und dann stand halt dieser Song auf eins. Das war für uns so, also absurd, das war überhaupt nicht zu begreifen. Und von dem Moment lief ja das Video nonstop und auf einmal fingen alle an. Wir haben nur reagiert, ne? Wir haben dann nur noch reagiert. Also wir hatten ja keinen Manager im Hintergrund, der sich das ausgedacht hat. Klar haben wir den Nerv der Zeit getroffen, aber ich glaube, das war eben, weil wir das selber gemacht haben. Das war eben unser Song und unsere Musik und das war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das hat dann irgendwie funktioniert, aber das hat sich jetzt keiner ewig überlegt und wir haben alle nicht damit gerechnet. Also weder die Leute, mit denen wir Musik gemacht haben, noch irgendjemand, mit dem, also unsere Freunde oder unsere Familien, das war für uns alle so krass, was machen wir denn jetzt? Also es ist, glaube ich, sehr viel mehr Arbeit, als man sich das vorstellt. Ich glaube, dass es auch für alle verschieden ist. Also ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Künstler, die gar nicht so unbedingt Musiker sind oder die auch Solokünstler sind, ne, und die da irgendwie dann anders reinrutschen. Oder also wir haben zum Beispiel auch nie angefangen mit dem Wunsch, berühmt zu werden. Ne? Also so berühmt werden, das ist so eine coole Sache, die irgendwie so dazukommt. Aber für uns war das schon die Leidenschaft an der Musik ja auch. Ne? Also Tom und ich haben einfach gerne in unserem Kinderzimmer damals gesessen und Musik gemacht. Und wir haben unsere Songs selber geschrieben und wir fanden das total geil und wollten damit auftreten. Und heute oder auch bei vielen anderen sind da ja auch andere dann Beweggründe und so und alle managen das auch ein bisschen anders. Und für uns war das dann wegen unserem Song auch erkannt zu werden, um mit, sage ich mal, mit einem Nummer 1 Song auch anzufangen. Das war natürlich ein Trip. Und wir dachten so, wow, das ist mega. Und das hat am Anfang auch total viel Spaß gemacht. Also bist du dann auch
bis so die Schattenseiten kommen und du so den Rest realisierst, was eigentlich mit deinem Leben passiert, war das erstmal nur geil. Klar, wir waren 4 Teenager, wir durften aus der Schule raus, wir mussten nicht mehr auf unsere Lehrer hören und wir durften ab morgen mit dem Team durch ganz Deutschland touren und sind überall aufgetreten. Ich meine, das war mega, das war total der Trip, geiler kann es nicht sein. Ne? Also ich meine, wenn du jedem 15-Jährigen sagen würdest, ey, du musst ab morgen nicht mehr zur Schule, du bist beurlaubt und irgendwie dann haben wir unseren ersten Vorschuss bekommen und das war für uns so, ne, das war irgendwie der Megatrip auf jeden Fall. Das war die ersten Jahre, hatten wir den Spaß unseres Lebens. Ähm, also ich glaube, LA hat uns gerettet in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube privat auf jeden Fall total, weil an dem Punkt wussten wir überhaupt nicht, wie es weitergeht. Also Tom und ich waren auch an dem Punkt, wo wir bereit waren, alles hinzuschmeißen und zu sagen, wir machen gar keine Musik mehr, wir wollen raus, raus aus der Öffentlichkeit, wir wollen uns zurückziehen, wir wollen echt nichts mehr mit dem Musikbusiness zu tun haben. Wir waren echt ausgebrannt auch, ne? Wir hatten keinen Bock mehr, wir konnten unseren Namen nicht mehr hören und den Bandnamen nicht hören und uns selber nicht mehr sehen und ja, und wir sind dann erstmal ohne Überlegen auch dahin gegangen. Und dann, als es uns privat dann wieder besser ging und wir auf einmal eine Welt entdeckt haben, in der wir wieder frei sein konnten, ne, und wieder Spaß am Leben und auch das Leben überhaupt entdeckt haben für uns auch als Erwachsene, dann kam wieder dieser Instinkt und dieses, warum wir das alles gestartet haben und die Lust daran, ne, am Musik machen und auch dann das, wo man merkt, wir können gar nicht Musik machen. Also ich kann mir ein Leben einfach nicht vorstellen, ohne zu singen und auf der Bühne zu stehen. Und der kam dann wieder zurück. Ne. Das hat so seine Zeit gedauert, aber dieser Urinstinkt, der kam dann wieder zurück und der hat dann uns wieder zurückgebracht. Auch, ich meine, es hat ja 4 Jahre gedauert, bis wir dann wieder ein Album gemacht haben, aber das kam dann wieder und wir haben dann unsere ganze Karriere und ich glaube auch der Weg, wie wir damit umgehen und wie wir das alles nehmen und auch verarbeiten und so, das hat dann so ein bisschen gedauert und wir haben das ganz neu einsortiert und da eine ganz andere Balance gefunden. Und ja, ich glaube, das haben wir alles LA zu verdanken, auf jeden Fall. Und das hat uns natürlich auch musikalisch beeinflusst. Ja, ich bin dann zum ersten Mal auf Festivals gegangen, habe mir andere Bands angehört, bin in Nachtclubs gewesen und habe getanzt, also am Leben teilgenommen. Ne? Das habe ich halt vorher nicht. Wir waren in so einer Bubble und so isoliert von der Welt, dass wir auch überhaupt keine Inspiration mehr hatten. Total. Also ich glaube, das ist was man auch dann im Laufe der Karriere auch erst entwickeln muss. Also ganz schnell wollen natürlich 1000 Leute mitreden und du hast dann immer Produzenten und du hast Songschreiber und so weiter, die dir ja auch oft das Gefühl geben, dein eigenes Material ist nicht gut genug, ne? Weil die natürlich alle sich da reinhieven wollen in deine Projekte und man entwickelt da eine Unsicherheit. Ne? Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ne? Wenn man jünger ist, ich dachte so, ey, das ist alles mega. Ne? Und dann fängt man an, irgendwann, wenn dann auch eine Karriere da ist und man hat Sachen zu verlieren, dann entwickelt man Ängste und dann wird man unsicher und denkt so, okay, alles klar, man muss auch an Erfolge anknüpfen und Erfolge halten und so, da ist ja dann auch ein Druck dahinter und so. Und dann lässt man auch andere Leute rein und auch natürlich hier und da die falschen Leute. Und dann muss man auch so ein Selbstbewusstsein wieder entwickeln irgendwann. Ne? Also für uns war das auch einfach ein Prozess vom Älterwerden, dass wir dann irgendwann gesagt haben, nee, ey, komm, wir machen ein eigenes Studio und wir gehen jetzt erstmal auch wieder ganz alleine da rein und wir machen mal wieder nur zu viert oder auch Tom und ich zusammen Musik, ohne dass da irgendjemand anders reinkommt. Ne? Also für mich war immer Tokyo Hotel auch wahnsinnig visuell. Ne? Also klar, wir haben angefangen, Videos und das zu schreiben und die Ideen dafür zu haben, für die Looks und so. Ich habe in dem ersten Monsun-Video meine Hose selber zusammengenäht und meine Lederjacke selber zusammengenäht und so weiter. Und ich hatte halt damals keine Kohle, um mir geile Klamotten zu kaufen. Ich habe dann immer Vintage-Teile genommen und habe ja neue Sachen draus gemacht und habe auch immer selber entworfen. Und für mich natürlich auch mit Bowie und so weiter und Prince, den ich auch super fand, das war für mich so, kam das immer zusammen. Ne? Also Mode und Performance. Und wir waren nie Singer-Songwriter, die mal die Gitarre rausholen und irgendwie so die Jungs von nebenan sind. Ne? Also für uns war auch unsere Live-Shows, das war immer eine Show. Also wir haben immer eine Show gemacht und ich wollte, dass die Leute rausgehen und sagen, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Ne? Es war immer ein bisschen auch Cirque du Soleil mit Musik und für mich gehörte das immer zusammen. Das Visuelle, die Fotos, ein Albumbooklet, ein Albumcover, eine Idee dahinter. Also wir haben auch immer sehr konzeptige Alben gemacht, ne? Also die immer auch ein Thema hatten und
Also das war immer meine andere große Leidenschaft, ne? Auch mit Fotografen zusammenzuarbeiten, die ich toll fand und in Magazinen zu sein, die ich toll fand. Ich habe als kleiner Junge die Vogue aufgefressen und dann irgendwann selber in der Vogue zu sein, war natürlich dann so ein anderer Traum, den ich mir erfüllen konnte. Und darum bin ich froh, dass ich all die Seiten als Sänger auch ausleben kann. Ne? Also ich glaube, für Deutschland war das immer manchmal oft zu amerikanisch. Die haben das dann oft nicht so verstanden. Aber wir haben das total, ich habe das total geliebt, dass ich auch diese nahen Freiheit habe als Sänger, das alles auszuprobieren und irgendwie, und da sind natürlich auch 10.000 Fehltritte dabei, aber das, das gehört eben dazu. Total. Ich würde natürlich jetzt niemals den Song nochmal so schreiben. Ich würde natürlich mich nicht mehr so anziehen und so weiter, aber das war zu der Zeit genau das, was ich machen wollte. Ne? Also das war immer authentisch und das war immer echt. Und darum verstehe ich, wo mein Geist damals war und warum ich das toll fand. Ich weiß, wo das herkam. Ne? Und heute finde ich eben andere Sachen toll und die Musik hat sich natürlich verändert und wir machen das so lange. Wir sind alle stecken auch in ganz anderen Leben mittlerweile. Ne? Wir sind auch privat alle so unterschiedlich geworden. Also waren wir schon immer, aber heute sind wir erwachsen und sind über den Kontinent verteilt und leben alle in anderen Städten und so weiter. Und natürlich verändert sich das, aber wir spielen auch zum Beispiel auf jeder Show immer noch Monsun. Ne? Also wir haben jetzt so viele Alben gemacht und so viele verschiedene Songs und es ist auch schön, auf so eine lange Geschichte zurückzublicken und so viele verschiedene. Und ich liebe auch Veränderungen und ich finde, das gehört dazu und ich bin auch froh, dass wir so viel. Ja, also es gibt ja auch aus Angst machen auch viele Künstler ganz oft das Gleiche, ne? Weil sie denken, das funktioniert, das wollen die Leute hören. Und es gehört ja auch Mut dazu, sich zu verändern. Und für mich ist Stillstand immer der Tod. Und darum liebe ich das, diese Weiterentwicklung und auch zurückzuschauen und Dinge nochmal neu zu nehmen und die nochmal in einem neuen Gewand zu machen und so weiter. Und ja. Es ist gemischt. Also wir haben Leute da, die sind schon immer da. Also es kommen ganz viele auch aus Nostalgie. Also in Deutschland vor allem ist es so, dass viele auch kommen. Das war ja so das Land, wo wir als erstes veröffentlicht haben. In vielen anderen Ländern waren wir dann schon 17 oder 18, als es dann rauskam. Aber in Deutschland waren wir ja, das war ja der Beginn von allem. Und da ist es schon so, dass dann auch viele jetzt kommen aus Nostalgiegründen. Da sehe ich auch so Leute, die dann Bachelor-Partys machen und sagen, oh, das ist unsere Jugend gewesen, ne? Wir sind mit denen aufgewachsen. Dann gibt es aber auch welche, die auch vielen anderen Ländern, die dann dazukommen, die Band erst viel später entdeckt haben, die dann so Love Loves You Back und die älteren Songs und die älteren Alben gut fanden und eher so dieses Elektronische, die kennen dann die ersten deutschen Songs auch teilweise gar nicht. Also darum, wir haben das ganz gemischt und es sind viel mehr Jungs natürlich heute auch als damals. Also damals waren es fast, glaube ich, nur ausschließlich junge Mädchen. Und das hat sich auch ein bisschen verändert. Also bei uns hängt jetzt ganz viel, also bei uns kommt jetzt ganz viel zusammen. Also es sind tausende Geheimpläne, die ich noch gar nicht verraten darf. Aber es wird ab Herbst, wir haben ja jetzt schon fast, ich meine, also ab Oktober geht es bei uns wieder richtig los mit ganz vielen Projekten. Also es kommen ganz viele Sachen mit Tokyo Hotel, ganz viele Sachen, die ich auch alleine mache. Wir haben jetzt in der ganzen Corona-Zeit an so viel gebastelt gleichzeitig, dass das jetzt alles zusammenkommt. Und wir gucken natürlich auch zurück. Also wir reflektieren und schauen natürlich auch auf unsere 15 Jahre zurück und nehmen das als Anlass auch neue Sachen zu machen und sind auch wieder im Studio und es gibt neue Musik und ja, ist ganz viel geplant. Tour ist auch geplant, aber natürlich nicht mehr in diesem Jahr. Das planen wir dann im nächsten Jahr. Aber es kommt jetzt ganz viel Neues.